Servus Leute, heute ist Zeit für ein bisschen Goalie-Trading. Marcel's Goalie School. Ich freue mich, dass ich auch für euch mittlerweile Torwart-Videos machen kann. Bin seit einem Jahr auch lizenzierter Torwarttrainer. Wie ihr wisst, ich spiele leidenschaftlich mittlerweile auch Goalie. Werde wahrscheinlich nie den Skill-Level erreichen, die ich als Feldspieler erreicht habe. Trotzdem, Coaching hat nicht alles nur mit Skills zu tun, sondern auch zu zeigen, was man falsch macht, was man besser machen kann. Und heute, Marcel's Goalie School, gehen wir über eine wichtige Sache. Ich habe einen Save gemacht gerade eben. Butterfly. Scheibe gut abgewehrt zur Seite. Wie stehe ich jetzt wieder auf? Und junge Goalies vor allem, es ist wichtig, wenn möglich, dass ihr wieder aufsteht. Ja, viele junge Torhüter versuchen auf die Knie zu bleiben, im Reverse an den Pfosten zu gehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, aufzustehen, dann müsst ihr auch wieder aufstehen. Außer es gibt sehr schnell einen Nachschuss, müsst ihr auf die Knie bleiben, ist mir schon klar. Aber wenn du wieder aufstehen kannst, dann musst du wieder aufstehen. Aber wie mache ich das so? Ich bin auf meinen Knie und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, auf dem Boden aufstehen würde, dann in der Richtung gehen würde, dann wäre es eigentlich ganz normal, dass ich einfach so aufstehe. Aber wie ihr seht, das ist für einen Goalie ein bisschen komisch und vor allem auch falsch. Viele Anfänger stehen aber so auf. Was wir heute machen, ist das sogenannte Backside Up. Also, was ist Backside Up? Was ist der Backside überhaupt? Ich habe einen Save gemacht. Die Scheibe ist da drüben gegangen. So, das wäre quasi meine Frontside, meine vordere Seite, näher zur Scheibe. Und das ist meine Backside, meine hintere Scheibe. Und die Seite, und die muss zuerst hoch. Mein Backside Up. So, wie stehe ich auf? Wir gehen es in ein paar Schritte durch. Punkt Nummer 1, Goalies, ihr wisst, Scheibe folgen mit euren Augen und Kopf und dann eigentlich gleich danach rotieren die Schulter und Oberkörper mit, sowie die Hände. Nebenbei muss ich mit meinem hinteren Fuß aufstehen. Ich habe schon gedreht und dann kann ich wieder aufstehen. Okay? Ich mache das einmal langsam für euch. Drehen. Und wieder aufstehen. Backside up. Wichtig, Augen, Schulter, Handschuhe gehen dann zuerst. In der Zwischenzeit kommt das Bein auch hoch und dann kann ich mal rotieren. Je nachdem, wo die Scheibe ist, wenn die Scheibe natürlich dann hinter das Tor irgendwo ist, in die Ecke vom Eisstadion, dann würde ich natürlich versuchen, mein Backside Up direkt zum Pfosten zu machen. Wie ihr seht aber, mein Pfosten hier hat leider keine Spikes, also das ist ein bisschen schwierig heute zu tun, aber ihr habt gesehen, was ich machen möchte. Mit einem T-Push vom Boden aus wieder zum Pfosten. Und ein T-Push, das ist dann ein sehr gutes Thema, weil ein Backside Up ist nichts anderes eigentlich als einen T-Push, nur von den Knien heraus. Sobald ich aufgestanden bin, ist es eigentlich ein T-Push. Also ich denke, sehr viele von euch können schon einen T-Push machen. Gibt es auch ein Tutorial dazu mit Jenny Haas, ehemalige Nationaltorhüterin, Olympioniken. Könnt ihr mal gerne anschauen. Aber wenn du schon einen T-Push kannst, dann ist der Backside Up eigentlich im Grunde genommen ein T-Push von den Butterfly-Positionen heraus. So, jetzt einen Close-up von der Seite, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt, was mein Fuß macht. Und wie man sieht, wenn ich aufstehe, geht mein Fuß ziemlich weit unter meinem Körper, bevor es abstoßt. Das ist das Gleiche, als wenn man als Anfänger überhaupt das Schlittschuhlaufen lernt und man aufstehen möchte, dann muss der Fuß unter dem Körper bleiben. Wenn der Fuß zu weit nach außen ist, beim Aufstehen als Anfänger oder auch beim Goalies, beim Backside Up, dann wird man wegrutschen, dann hat man nicht den nötigen Grip und kann man nicht so gescheit aufstehen. Ich bin tatsächlich überrascht, wie weit mein Fuß unter meinem Körper kommt. Das wusste ich nicht. Aber mittlerweile ist es gut zu wissen, der Fuß geht unter dem Körper, damit man gut abstoßen kann und nicht ewig weit nach außen. So, gehen wir jetzt über die häufigsten Fehler durch beim Backside Up. Also Fehler Nummer 1, wie ich am Anfang vom Video gesagt habe,
vor allem jeder Anfänger, wir haben ein stärkeres Bein und ein schwächeres Bein. Und die Tendenz ist immer mit dem stärkeren Bein aufzustehen, egal in welche Richtung man gehen möchte. Mein rechtes Bein ist stärker. Am Anfang meiner Torwartlaufbahn bin ich immer mit meinem rechtes Bein aufgestanden. Das ist hervorragend, wenn ich in diese Richtung gehen möchte. Aber weniger gut, wenn ich hier rüber gehen möchte. Und das war halt mein Problem, wenn ich nach rechts Backside Up machen wollte, bin ich immer mit dem falschen Bein aufgestanden. Das ist lediglich eine Übungssache. Immer wieder dran überlegen, kann man auch sehr gut im Trockenen üben. Immer wieder quasi mit dem hinteren, den Backside Bein wieder aufstehen. So, Punkt Nummer 2 und Drehen als Goalie ist tatsächlich echt ähnlich zu Drehen als Feldspieler. Wenn ich als Feldspieler einen Bogen fahren möchte, dann muss ich auch meinen Oberkörper eigentlich zuerst drehen. Kopf, Schulter, Rumpf. Das ist genau das gleiche als Torwart. Wenn ich das nicht mache, dann ist diese Bewegung viel schwieriger. Wenn ich meinen Kopf und Schulter drehe, dann seht ihr jetzt schon auch, wie meine Schienen auch ein bisschen in der Rotation kommen. Das hilft mir dann aufzustehen, weil meistens, wenn man Backside Up machen möchte, muss man auch nach hinten pushen. Man mag sehr selten einen Backside Up direkt zur Seite. Also, zweiter großer Fehler, die viele Leute machen. Der Kopf folgt irgendwie nicht, was sowieso wichtig ist, um die Scheibe zu folgen. Oder die Schulter drehen sich. Denkt daran, das ist hier eine Kette. Augen, Schultern, und dann Brust und Handschuhe. Drehen zusammen und dann wird es leicht klappen. Eine weitere wichtige Punkt aber dazu, die ich vom Jonas Stettmer, ehemaliger Landsberger Torwart, jetzt Eisbären Berlin DL, überragender Torwart, aber auch überragender Torwarttrainer. Wenn man sich auf diese Oberkörpersache konzentriert, dann ist die Tendenz von Anfänger unheimlich steif mit dem Oberkörper zu werden. So, oh, wie ein Robot. Und die Arme, Schulter werden alle unheimlich steif. Das möchten wir nicht haben. Die müssen in Kontrolle sein, aber du kannst trotzdem locker bleiben und in Kontrolle sein. Aber so einfach schaust, dass deine Arme locker sind, aber trotzdem als Kette zusammenarbeiten. Stay loose. Es fühlt sich einfach so leichter auch an. So, und den letzten Punkt ist das Off, quasi der Backside Arm, der hintere Arm wird irgendwie hängen gelassen, also quasi so. Und dann kommt es mit. Oder vor allem der Fanghand irgendwie, weil ich glaube, der Schläger kann den Stockhand ein bisschen besser kontrollieren. Stockhand kommt durchaus mit, aber Fanghand Backside Up ist öfters dann mal so. Und das ist natürlich nicht, was wir haben möchten. Ich habe eine Übung dafür, die wir mit unserer Torhüter mittlerweile in Landsberg machen. Wir nehmen normalerweise einen Ball. Jetzt habe ich auf die Schnelle keinen Ball gefunden. Könnt die Fanghände anlassen. Ich habe noch einige Pucks drin, das ist ein bisschen schwer. Ich kann es damit nicht so greifen. Also werde ich es nur ganz kurz so machen. Man ist quasi, hat die Hände frei, nicht an der Brust, hat die Hände frei und boom. Ich hätte ein paar Pucks raustun können, aber ihr seht, was ich haben möchte. Somit, ich kann mein rechtes Arm nicht loslassen. Fallen eine Pucks runter, das heißt, beide Arme müssen zusammenarbeiten. So, jetzt habe ich ein paar Übungen für euch, wie ihr das mal üben könnt. Nicht nur einfach im Butterfly runter plumpsen und das probieren. Wobei, das ist die erste Bewegung, die man tatsächlich üben würde. Aber jetzt eine vielleicht etwas spielähnlichere Übung. Ich hoffe, dass ich mein Tor nicht irgendwo ins Nirvana ballen wird, weil die Pfosten nicht befestigt sind. Aber die erste Übung, wenn du ein Tor hast, wäre dann halt ein T-Push raus zur Mitte. Butterfly. Backside Up. Wieder zum anderen Pfosten. Wieder raus. Backside Up, wieder zum anderen Pfosten. Hier auch wichtig, natürlich immer, auch beim T-Push, versuchen mal zu gucken mit den Augen, wo du zuerst hingehen möchtest. Hart bremsen, Butterfly, drehen, Backside Up. Let's go. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Und wenn ihr kein Tor habt, auch kein Problem. Ihr könnt es auch ohne Tor sehr gut üben. Ich habe jetzt 4 Scheiben aufgestellt in ein Viereck.
Werde vor der ersten Scheibe ins Butterfly reingehen. Backside Up, eine Runde in eine Richtung. Backside Up, eine Runde in eine andere Richtung. Let's go. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. So Freunde, das war's für Backside Up bei Marcel's Hockey School. Sehr wichtige Bewegung für Profis, super leichte Sache, aber es verursacht viele Anfänger ein Problem. Und denkt daran, vor allem euch junge Torhüter, nach einem Save, wenn es überhaupt möglich ist, solltest du versuchen, immer wieder aufzustehen. Und das meistens mit einem Backside Up. Das war's für Marcel's Goalie School Video. Ich habe vor, noch einige zu machen. Also wenn dieses Video euch gefallen hat, vergesst nicht auf Like und Abonnieren zu klicken. Und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School bzw. Marcel's Goalie School.